Seht ihr das? Lucy Baby, 100.000 Kilometer. Das ist unglaublich. Ihr habt es gesehen, 100.000 Kilometer auf meiner T7. Oder wie ChatGPT gesagt hat, ich bin jetzt Ehrenmitglied im Abenteuer-Olymp. Aber die Ehre soll heute natürlich nicht mir gebühren, sondern meiner Lucy, denn die war es, die mich durch 27 Länder getragen hat, durch Matsch, Dschungel, Schnee, Eis, Wüste, alle Klimazonen von -10 bis plus 45 Grad und ohne Murren und Knurren. Ja. Es gab den Radlagerschaden und ein paar Plastikteile, die kaputt gegangen sind, aber beides habe ich selber zu verantworten. Die Lucy hat eigentlich nichts gehabt, hat das easy gemacht, die 100.000 Kilometer. 90.000 davon bin ich übrigens im Ausland gefahren. Und weil man die 100.000 Kilometer nur einmal erreicht, soll das natürlich auch gebührend gefeiert werden. Deswegen habe ich einige Specials geplant. Was möchte ich noch nicht verraten, aber die werde ich in den nächsten Wochen und Monaten immer mal wieder einstreuen zwischen meinen normalen Reisevideos. Und eine Sache habe ich bereits jetzt für euch, beziehungsweise für alle Südamerika-Reisenden oder alle, die gerne nach Südamerika reisen wollen. Auf meiner Webseite habe ich Karten erstellt zu allen Ländern in Südamerika, die ich bereits bereist habe. Dort sind meine Highlights, die schönsten Routen, Unterkünfte, Tankstellen, Geldautomaten, Fähren, Zollabfertigungen und so weiter. Alles, was ich für nützlich erachte, habe ich Karten erstellt. Und dort könnt ihr das in eurer eigenen Navi-App aufrufen, speichern oder die Route dahin planen, wenn ihr möchtet. Schaut gerne mal rein. Es ist wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Ich bin übrigens schon im Pantanal angekommen. Natürlich lief die Einreise nicht reibungslos. Ich bin über so eine kleine Grenze gefahren mit einer spektakulären Fähre. Dort gibt es aber keine Büros, die die Papiere machen für die Einreise nach Brasilien. Für Paraguay schon. Allerdings war ja am Donnerstag 1. Mai und am Freitag, am Brückentag, hat die Zollabfertigung nicht aufgemacht. Also, hier die Migration in diesem Container. Eine sehr nette Frau. Die hat mich ausgecheckt. Allerdings muss ich ja immer noch das Motorrad auschecken. Und die Aduana arbeitet heute nicht. Das heißt, ich bin dann 400 Kilometer jetzt zu einer anderen Grenze gefahren. Dort habe ich auch gestern die Einreise in Brasilien bewerkstelligen können. Das einzige Büro, was hier aber nicht offen hat am Wochenende, ist die Zollabfertigung für Paraguay. Ich muss jetzt bis Montag warten, hoffe, dass ich es dann hinkriege, aber so läuft es halt in Südamerika. Und dann muss ich erstmal 3.500 Kilometer Motorrad fahren, aber die 100.000 Kilometer wollte ich natürlich gleich bekannt geben. Ein bisschen stolz bin ich schon auch auf mich. Und ich hätte es nicht nur ohne meine Lucy nicht geschafft, sondern auch ohne euch nicht oder beziehungsweise ohne eure Unterstützung. Deswegen möchte ich mich nochmal ganz herzlich bedanken bei allen, die mich unterstützt haben in der ganzen Zeit und auch bei den neuesten Unterstützern. Und das sind im Einzelnen Bernd vom Otzberg, Manuel aus Bibelsheim, P-Shark, JCN oder JCN, Alurace und nochmal Bernd. Vielen, vielen Dank. Ja, wie gesagt, ohne euch wäre ich jetzt nicht hier. Und mal sehen, wie viele weitere Kilometer noch dazukommen. 100.000 Kilometer ist schon spektakulär, erreicht man nur einmal. Ja, cool, dass ich es geschafft habe. Und ja, wer hätte gedacht, dass ich das jemals erreiche.
mit dem gleichen Motorrad. Vielen Dank für eure Treue und ich hoffe, ihr schaut auch beim nächsten Mal wieder rein. Macht's gut, euer Ruti. Auf Wiedersehen. Wahnsinn, 100.000 Kilometer, meine Güte. Jetzt fühle ich mich schon ein bisschen wie the King of the Road.